Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. Leider sind wir auch heute zum letzten Mal im Amazonashaus vom Zoo Dortmund. Das Haus wird nicht wieder öffnen. Grund dafür ist die Energiekrise. Sie hat einen Weiterbetrieb sowie eine Sanierung unmöglich und unwirtschaftlich gemacht. Das Haus soll bald durch ein neues ersetzt werden. Ja, hier sind wir jetzt bei unseren Baby-Anacondas. Die sind jetzt gerade mal ein paar Wochen alt. Insgesamt sind 9 Stück bei uns geboren worden. Das ist auch das erste Mal, dass grüne Anacondas hier bei uns im Zoo geboren wurden. War auch eigentlich eine ganz lustige Geschichte, da wir eigentlich 4 männliche Tiere hatten. Und letztes Jahr fiel uns dann auf, dass eins von den Männchen sehr stark gewachsen ist, sehr an Masse zugelegt hat, was für ein männliches Tier sehr ungewöhnlich ist. Daraufhin hat unsere Tierärztin mal einen Ultraschall gemacht und nachgeguckt und seitdem wissen wir, Franz Josef ist Franz Josephine. Und dieses Jahr hat es dann auch schon direkt geklappt mit der ersten Nachzucht von den Tieren. Wie gesagt, sind es vor ein paar Wochen geboren. Tatsächlich hatte ich auch die Tiere morgens gefunden, die sind in der Anlage geboren. Denn das Besondere bei den Anacondas ist, die sind lebendgebärend. Die haben zwar Eier, wo sich die Jungtiere drin entwickeln, allerdings schlüpfen die quasi noch im Mutterleib, beziehungsweise beim Schlupf gehen die Eier auf und so kommen die dann direkt lebend raus. Jungtiere können schon bis zu 60 cm lang sein, direkt bei der Geburt dann. Und für uns war es halt sehr wichtig, dass wir es möglichst schnell mitbekommen, wenn die Jungtiere geboren sind. Und ich hatte es morgens gesehen, dass welche im Wasser waren. Hatte dann am ersten Tag, ich glaube, 6 Tiere oder 7 Tiere gehabt. Ne, 6 Tiere, genau. Und einen Tag später haben wir nochmal 3 Tiere in der Anlage gefunden. Und insgesamt 9 Stück. Ist für eine Anaconda ein relativ kleiner Wurf. Also das ist nicht ungewöhnlich, dass die 30 bis 40, 50 Jungtiere bekommen. Bei großen Exemplaren können es auch schon mal 70, in Einzelfällen sogar teilweise bis zu 100 Jungtiere auf einmal sein. Aber das natürlich dann wirklich nur bei den sehr großen Anacondas schon. Während uns jetzt das erste Mal Jungtiere bekommen hat, da ist 9 Stück schon eine ganz angenehme Anzahl. Und auch für uns ein bisschen angenehmer zum Unterbringen als, sagen wir, 30 Tiere. Da wir unsere Tiere momentan alle einzeln halten, einfach um eine bessere Kontrolle zu haben, welches Tier frisst wie viel, welches Tier häutet sich wann, welches Tier gibt wann Kot ab. Und um da eine absolute Kontrolle zu haben, haben wir die Tiere alle einzeln in Boxen gesetzt. Die erste Woche hatten wir die tatsächlich noch auf 3 Terrarien aufgeteilt, also mehrere Tiere zusammen. Das war auch gar kein Problem, die sind nicht untereinander aggressiv oder so gewesen. Aber einfach so haben wir gesagt, sobald es an die ersten Häutungen, ans Füttern geht, wollen wir die getrennt haben, um eine vernünftige Kontrolle darüber zu haben, welches Tier sich wie entwickelt, wie was aufnimmt, um da immer auf der sicheren Seite zu sein. Die Kisten, wo wir die Tiere momentan drin halten, sind auch nur sehr sporadisch eingerichtet, einfach mit einfachen Papiertüchern. Und das hat einfach den Grund, dass das sehr hygienisch ist. Das heißt, jeden Tag werden die Kisten mindestens einmal kontrolliert. Ist das Papiertuch nass, ist da Kot dran oder ähnliches, wird das Papiertuch rausgenommen, die Kiste aus Plastik kann man schön einmal durchwischen, sauber machen, dann packt man wieder neues Papiertücher rein. In der Zeit haben wir auch immer Bambuspinner mit reinbekommen, momentan eher zusammengeknülltes Papier. Das hilft den Tieren dann bei den ersten Häutungen ein bisschen besser durch die Häutung durchzukommen. Da haben sie dann einfach etwas, woran sie sich ein bisschen schubbern können. Und das Papier ist halt einfach sehr hygienisch, das ist einfach sauber. Wenn wir jetzt mit Bodengrund arbeiten würden, mit Erde oder Material von draußen, wäre die Gefahr, irgendwelche Erkrankungen, Keime oder ähnliches reinzuschleppen, halt größer. Und da haben wir gesagt, wir machen es lieber auf die Art und Weise und sind so auf der sicheren Seite, dass unsere Tiere nicht irgendwie erkranken. Zumindest minimieren wir das Risiko so extrem. Und bisher sieht alles gut aus und ich glaube, dass die neuen sich auch sehr schnell entwickeln werden. Vergesst jetzt nicht, den Kanal zu abonnieren und schaut doch mal in unserer Playlist vom Zoo Dortmund.